Ihr liebt den frischen Duft von Gebäck? Dann bleibt dran, ich habe das Richtige für euch. Fluffig, aromatisch und unwiderstehlich. Sensationell. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Heute zeige ich euch, wie ihr leckere Franzbrötchen mit Mohnfüllung selbst und einfach backen könnt. Das ist perfekt für diejenigen, die fluffigen Teig und aromatische Füllung lieben. Dafür brauchen wir folgende Zutaten: Mehl, Butter, Milch, Hefe. Man kann auch trockene Hefe nehmen. Ich habe frische Hefe. 2 Eier, ein Ei brauche ich für den Teig und ein Eigelb zum Bestreichen, Salz, Zucker und für die Füllung brauche ich Mohnmasse. Ich fange sofort an, der Teig wird jetzt zubereitet. Ich habe das Mehl in eine Schüssel und ich forme eine Mulde in der Mitte. Und hier gebe ich meinen Zucker rein, zerbrösele meine Hefe noch. Die lauwarme Milch zufügen. Und dann lasse ich etwa 10 Minuten ruhen. Man sieht jetzt praktisch, wie die Hefe arbeitet. Das heißt, jetzt ist Zeit, um die anderen Zutaten zuzufügen. Ich gebe noch Salz dazu. Und dann das Ei. Und die geschmolzene Butter. Und jetzt werde ich mit dem Mixer zu einem glatten Teig rühren. Ich brauche die Knethaken. So, der Teig sieht schon mal gut aus. Ich werde jetzt noch mit der Hand ein bisschen kneten. Jetzt brauche ich eine bemehlte Fläche. Dann gebe ich den Teig in eine Schüssel rein, abdecken und dann 30 bis 45 Minuten gehen lassen, bis der Teig sich verdoppelt hat. Nun werfen wir einen Blick in die Schüssel. Wow! Ich mache gleich mit dem Teig weiter, aber bevor ich das tue, werde ich erstmal die Füllung vorbereiten. Ich habe hier meine Mohnmasse. Und dafür nehme ich das Eiweiß, was mir übrig von dem Eigelb bleibt. Weil das Eigelb nehme ich dann zum Bestreichen. Das tue ich in eine Schüssel, in eine kleine Schüssel rein zu der Milch. Das brauche ich später. Dann werde ich die Mohnfüllung gut vermengen. Durch den Eiweiß ist die Mohnfüllung nicht so feste. Ist einfacher dann zu streichen. Nun brauche ich eine bemehlte Fläche und ich werde den Teig zu einem Rechteck ausrollen. Wow! Das ist so gut geworden. Ich muss euch eine lustige Geschichte erzählen mit dem Nudelholz. Ich habe immer am Anfang Holznudel gesagt. Ich habe immer gedreht, Holznudel. Für mich war so irgendwie unbegreiflich, wie kommt dann diese Zusammenführung von Nomen, ne? Ich glaube, das gibt nicht in viele Sprachen. Und ja, das ist immer lustig. Und ich muss auch heute noch
immer überlegen, ne? Wie heißt das? Nudelholz oder Holznudel? Nun habe ich einigermaßen ein Rechteck hier hinbekommen aus dem Teig und ich werde die Mondmasse verteilen. Schön glatt streichen über die gesamte Länge. An diesem Ende werden wir keine Mondmasse drauf geben, weil die Kante brauchen wir nachher zum Kleben. Für diejenigen, die Zimt mögen, können auch in der Füllung auch Zimt mit einmischen. Ich mag Zimt auch, aber ich habe das jetzt nicht in der Füllung gemacht, deswegen werde ich so ein bisschen über die Füllung bestreuen. Und wir rollen jetzt von der langen Seite den Teig auf, so eng wie möglich. Und am Ende kleben wir gut. Dann schneide ich die Rolle in 3 bis 4 cm breite Stücke und die schneide ich schräg. Wir brauchen noch ein Blech belegt mit Backpapier und nun mit dem Stiel von einem Holzkochlöffel wird die Franzbrötchenform eingedrückt. Und dann platziere ich direkt auf dem Backblech. Und so entsteht die typische Franzbrötchenform. Und nun lassen wir noch weitere 15 Minuten ruhen. Nur noch einen letzten Schritt. Wir werden die Franzbrötchen gleich mit einer Mischung von Ei und Milch bestreichen. Bevor wir es tun, werde ich erstmal den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Und jetzt werden die Franzbrötchen schön bestrichen. Nun schiebe ich das Blech mit den Franzbrötchen in den Backofen für etwa 15 Minuten, bis die goldbraun werden. Und rein mit euch! Tada! Da sind sie! Ich platziere sie jetzt auf ein Glas-Drehteller und lasse sie abkühlen. Sehen sie nicht herrlich aus? Et voilà! Schaut euch diese leckeren Franzbrötchen, die fluffigen Franzbrötchen an. Die sehen einfach unwiderstehlich aus. Also nichts wie nachmachen. Perfekt zum Frühstück, aber auch für zwischendurch. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Spaß mit mir gehabt und ich würde mich sehr freuen, euch bei dem nächsten Video hier begrüßen zu dürfen. Über eure Kommentare und Likes würde ich mich auch sehr freuen. Ich wünsche euch einen schönen Advent, bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi!